Weihnachten ist immer schneller da als gedacht und falls ihr noch kleine Mitbringsel braucht, so SOS-DIY-Geschenke, habe ich hier 3 tolle Rezepte. Ich habe hier einfach ein schönes Gefäß genommen, Salz reingetan und ein paar getrocknete Kräuter und Gewürze reingemacht, wie Chilischoten. Ich habe hier noch so ein bisschen Basilikum von meinem Kräutertopf und da könnt ihr wirklich eurer Fantasie keine Grenzen setzen. Dann hatte ich hier noch so ein paar restliche Zitronenabriebschalen, die kommen da jetzt auch noch mit rein. Ganz toller Duft und ich möchte, dass es ein wundervolles Kräuteröl ist. Dann noch ein bisschen Knoblauch, den presse ich ein bisschen an mit einem Messer und die ganzen Rezepte findet ihr für diese 3 SOS-Geschenke noch mal unten in der Beschreibung. Und das ist jetzt das schnellste Rezept. Also einfach ein schönes Gefäß nehmen, schöne Kräuter, Gewürze rein, zum Beispiel Pfefferkörner oder alles, was ihr da habt. Dann ein gutes Oliven- oder Rapsöl hineingeben. Normalerweise müsste dieses Öl jetzt erst 2 Wochen ziehen. Aber schaut mal, ein tolles Mitbringsel. Schon kommen wir zum zweiten schnellen Rezept. Dafür habe ich dünne Baconscheiben einmal kurz im Backofen schön angeröstet. Danach kochen die auf so einem Küchenkrepp und werden ganz kurz eben abgetrocknet. So einfach, ich habe jetzt 3 Seiten hier genommen und drauf gedrückt, dass das wirklich so ein bisschen das Fett wegnimmt. Dadurch sind die Baconscheiben gleich schön trocken und das wird ein wunderbares Baconsalz. Wir brauchen noch hier geräucherte Paprika, Meersalz, das kommt jetzt hier mit hinzu. Ich habe jetzt hier so ein ja, mittelgrobkörniges Meersalz. Ihr könnt auch feines oder gröberes nehmen und dann den Bacon einfach mit hinzugeben. Für den Fall, das hatte ich jetzt hier bei 2 der 6 Scheiben, dass das ein bisschen weicher erscheint. Ihr könnt das später gleich noch mal eben trocknen. Komme ich aber noch mal dazu. So, hier könnt ihr es sehen. Also es ist wirklich schön trocken und hier kann man es vielleicht auch erkennen. Ja, der wirkt noch ein bisschen feucht und wir wollen ja, dass sich da keine Feuchtigkeit bildet, damit der oder die Beschenkte sich auch wirklich über dieses tolle Baconsalz freuen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie ihr die Geschenke findet. Also die meisten Zutaten hat wirklich jeder zu Hause. Das heißt, ihr könnt euren Lieben noch mal eben so eine kleine Überraschung mitbringen. Oder wenn ihr spontan noch mal irgendwo zu Besuch seid, dann habt ihr noch mal so ein selbstgemachtes Geschenk. Das finde ich so viel schöner als irgendwie so einen gekauften Gutschein oder irgendwie was. Das Ganze geht jetzt bei mir in die Gewürzmühle, wird noch einmal ordentlich durchgemahlen. Ihr seht, super einfach unkompliziert. Und falls ihr wie ich noch ein bisschen unsicher seid, ob das vielleicht doch ein bisschen noch feucht war, einfach eben auf so einen Teller geben. Ich habe hier so einen Pizzateller einfach genommen. Also da wird normalerweise Pizza drauf gebacken. Schön verteilt. Und dann habe ich es noch mal zum Trocknen in den Backofen gegeben. Das ist optional. So schön sieht das Ganze dann aus und kommen wir schon zu dem dritten einfachen Rezept. Das dauert jetzt von den 3 am längsten, weil das noch mal so eine halbe Stunde im Backofen geröstet wird. Zuerst aber einmal die Nüsse schön anbraten, wichtig, ohne Fett. Dann habe ich hier grobe und feine Haferflocken, gebe dazu dann die gerösteten Nüsse, die ich noch ein bisschen klein gehackt habe. Ein paar Rosinen kommen noch hinzu, ein wenig Lebkuchengewürz und noch gehobelte Mandeln. Das war jetzt schon das Schwierigste. Die trockenen Zutaten rühre ich jetzt noch mal eben um. Und dann fehlen noch 2 kleine Zutaten. Und das letzte Rezept, was ich jetzt hier euch zeige, das kann ich euch generell empfehlen. Kauft kein Granola im Supermarkt. Ehrlich nicht. Ich habe euch ja letztes Jahr im Januar auch schon mal ein Rezept gezeigt. Das ist super einfach und lecker. Ich habe jetzt hier Honig und Kokosnussöl. Ihr könnt statt Honig, wenn ihr Veganer seid oder es vielleicht auch nicht da habt, könnt ihr einfach auch einen Sirup nehmen. Wir haben zum Beispiel auch noch so einen Schokosirup zu Hause. Sowas eignet sich wirklich optimal. Oder falls ihr den Chong, den koreanischen Sirup, noch da habt, den habe ich euch ja auch gezeigt, verlinke ich euch nochmal oben rechts unter dem i. Auch den könnt ihr ganz wunderbar verwenden.
Ich habe den Honig und das Kokosöl einmal kurz ein bisschen erwärmt. Das könnt ihr entweder in der Mikrowelle oder im heißen Wasserbad machen. Dann vermischt es sich besser mit den trockenen Zutaten. Und die Menge reicht wirklich aus, was ich hier euch in der Beschreibung drinne stehen habe. Und falls ihr noch weitere Ideen oder Anregungen habt für alle zusammen, schreibt es mir bitte unbedingt in die Kommentare. Ich wollte euch das Video eigentlich schon einen Tag früher zur Verfügung stellen, aber wir liegen alle gerade flach. Also Weihnachten ist bei uns komplett ausgefallen und von daher hoffe ich aber, falls ihr jetzt heute und morgen irgendwo noch mal zum Besuch kommt, dass ihr hiermit eine wunderschöne Idee habt, wo ihr anderen noch mal eben eine Freude mitmachen könnt. Das gemischte Granola gebe ich jetzt einfach hier auf mein Mini-Backblech meines Mini-Backofens, denn von der Menge ist es wirklich sehr gering. Es lohnt sich aber allemal, das mal auszuprobieren, vor allem für einen selber, denn wenn man daran denkt, was alles in diesem gekauften Granola drin ist, das ist nicht nur völlig überteuert, sondern vor allem sehr viel überzuckert. Hier seid ihr frei in eurer Entscheidung von den Zutaten. Ihr könnt auch das nehmen, was ihr vielleicht noch übrig habt. Seid da wirklich experimentierfreudig. Ich habe zum Beispiel zu Hause noch so einen Schokosirup, den ich auch als nächstes nochmal austesten werde. Falls ihr Lust auf mehr solcher Rezepte habt, dann abonniert gerne meinen Kanal kostenfrei, gebt mir einen Daumen hoch. Ich habe das Granola jetzt einmal 15 Minuten in den vorgeheizten Backofen gegeben und danach wird das einmal kurz gewendet. Ihr seht, es bappt sehr zusammen, aber keine Sorge. Später nach dem zweiten Ablauf, wenn es dann durchgetrocknet ist, dann könnt ihr das schön in ein Glas füllen mit Schleife und verschenken. Oder wie gesagt, ihr macht euch selber eine Freude. Ich wünsche euch ein schönes, besinnliches Weihnachtsfest. Wir sehen uns in diesen Videos wieder und ich bin bald wieder zurück.